Wenn auch du im Rahmen eines Plan B an einem Aufenthaltstitel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also in Dubai, interessiert bist, aber dort keine Immobilie kaufen willst, beziehungsweise auch keine Firma gründen möchtest, dann ist möglicherweise das Rentnervisum genau das Richtige für dich, zumindest wenn du mindestens 55 Jahre alt bist. Alles Weitere zum Rentnervisum in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Ruhestand im Ausland befasst, wenn du dir vorstellen kannst, zum Beispiel aus steuerlichen Gründen oder aus Gründen der Lebensqualität im Ausland in den Ruhestand zu gehen, beziehungsweise deinen Ruhestand im Ausland zu verbringen, dann lade ich dich herzlich ein zu unserem Ruhestand im Ausland-Seminar, das wir regelmäßig in Edinburgh veranstalten. Dort geht es genau um solche Themen. Welche Länder sind besonders attraktiv? Welche Länder sind besonders steuergünstig? In welchen Ländern ist es zum Beispiel möglich, deine deutsche Rente, deine deutsche Einmalzahlung aus einer betrieblichen Altersvorsorge steuerfrei oder wenigstens steuergünstig zu vereinnahmen? Was muss man im Punkto Gesundheitssystem beachten? Was ist betreffend Immobilienerwerb wichtig? Rund um alles, was du zum Thema Ruhestand im Ausland wissen musst. 2 intensive Tage, wo du auch Gleichgesinnte treffen wirst. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Und jetzt gibt es auch noch einen anderen Event, der zum Thema Dubai vielleicht für dich interessant ist. Wir haben regelmäßig unser Seminar Auswandern nach Dubai. Auch das findet regelmäßig in Dubai statt. Details dazu ebenfalls auf unserer Webseite. Link in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Dubai, das ist ja für viele ein sehr attraktiver Plan-B-Standort. Man kann sich vielleicht nicht wirklich vorstellen, dort sich langfristig aufzuhalten. Zumindest viele Deutsche haben damit ihre Mühe. Ich persönlich finde es dort sehr angenehm, aber natürlich das Wetter und die Kultur ist natürlich schon etwas anderes. Aber Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate haben natürlich auch sehr wichtige Vorteile. Der wichtigste Vorteil sicherlich Sicherheit, Sauberheit, Servicequalität, die es da gibt. Die ist sicherlich weltweit gesehen unerreicht. Als Plan-B-Standort also durchaus etwas, was man in Erwägung ziehen sollte. Ganz besonders vor dem Hintergrund, dass man ja beim Krieg in der Ukraine gesehen hat, dass es wirklich funktioniert als Plan-B-Standort, wenn dann wirklich die Situation eskaliert. Sehr viele Russen, sehr viele Ukrainer leben ja in Dubai. Sie haben es rechtzeitig geschafft, den Absprung zu schaffen, sind nach Dubai umgezogen und konnten so diesem schrecklichen Krieg entkommen. Wenn du dich mit dem Thema Dubai auseinandersetzt, dann hast du wahrscheinlich auch schon die verschiedenen Visa-Optionen geprüft. Zum einen gibt es natürlich das sogenannte goldene Visa. Das ist dann für 10 Jahre gültig. Da kaufst du eine Immobilie in Dubai. Insgesamt 2 Millionen Dirham, also ungefähr 500.000 Euro musst du investieren, musst du dann an Kapital binden. Der Immobilienmarkt in Dubai, naja, das ist so eine Sache, ziemlich teuer ist es geworden. Man kann schon eine tatsächliche Blase dort feststellen und viele haben dort dann ihre Bedenken zu investieren, auch aus einer Immobilie. Natürlich immer irgendwo ein Klotz am Bein. Man stellt sich also die Frage, ob das wirklich die richtige Alternative ist. Alternativ dazu kannst du ein Unternehmen gründen und dann einen Aufenthaltstitel dort bekommen, aber dann hat man eben auch wieder das Unternehmen. Man hat dann laufende Kosten, man hat Buchhaltungspflichten mittlerweile ja in Dubai. Und das ist dann eben doch auch relativ nervig und vielleicht nicht etwas, was man tatsächlich will. Hier könnte für dich dann das sogenannte Rentnervisum, das sogenannte Retirement Visa interessant sein, zumindest wenn du 55 Jahre alt bist. 3 Wege gibt es, dich dafür zu qualifizieren. Erstens auch ein Immobilieninvestment, aber nur in Höhe von 1 Million Dirham, also rund 250.000 Euro. Du kannst auch 1 Million Dirham schlicht und ergreifend bei einer Bank auf ein Konto packen und als Festgeld anlegen. Viele Banken geben dir dann ein paar Prozent Zinsen. Gleichzeitig kann dir aber die Bank dann ein Darlehen geben auf einen Großteil des Geldes, sodass dann die Liquidität nicht verloren ist. Der dritte Weg ist eben, dass du eine Rente, sei es eine staatliche oder auch eine betriebliche oder eine private Altersvorsorge nachweisen kannst. Hier musst du 15.000 bis 20.000 Dirham im Monat an Einkünften haben, also ungefähr 3.800 Euro bis 5.000 Euro. Man qualifiziert sich übrigens nicht nur über eine Rente, sondern auch sonstige regelmäßige Einkünfte, zum Beispiel Mieteinnahmen oder Dividenden. Es muss aber eben passiv sein. Dann bekommst du 5 Jahre lang den Aufenthaltstitel in Dubai. Du musst dich einmal alle 6 Monate in Dubai aufhalten. Das heißt, du hast nicht ganz so viel Flexibilität wie jetzt beim Golden Visa, wo überhaupt keine Anwesenheit letztlich notwendig ist. Aber wenn du eben gerne nach Dubai reist, hin und wieder mal, dann ist das vielleicht gar keine schlechte Option für dich.
Ganz wichtig ist, du brauchst keine Wohnung in Dubai, du musst dir da nichts mieten. Du kannst dieses Visum einfach beantragen und dann letztlich in deiner Schublade haben. Und wenn du dich entscheidest dafür, nach Dubai umzuziehen, dann kannst du einfach dort dann hingehen und entsprechend dir dann eine Wohnung suchen. Wenn du jetzt vielleicht 55 bist und du willst das machen, willst aber weder 250.000 Euro in eine Immobilie investieren, noch den gleichen Betrag als Festgeld bei der Bank anlegen, dann gibt es auch eben auch die Möglichkeit, die von uns so oft schon vorgestellte Betriebsrenten-LLC zu verwenden. Das ist eine amerikanische LLC, die du selbst gründen kannst. Wir können die entsprechenden Vertragsunterlagen für dich erstellen. Also eine Pensionszusage und alles, was dazugehört. Du zahlst dann ein bisschen Kapital in diese LLC ein und zahlst dir dann monatlich eine entsprechende Betriebsrente aus. Und wenn du das 3-5 Monate gemacht hast, dann hast du eben die entsprechenden Nachweise und kannst dann ebenfalls das Rentnervisum beantragen. Wir haben das in Dubai schon gemacht mit dieser LLC-Lösung. Das funktioniert also eigentlich recht gut. Also aus meiner Sicht gesehen durchaus ein attraktives Modell, durchaus eine attraktive Option, zumindest dann, wenn dir Dubai gefällt, wenn das für dich als Plan B Standort in Frage kommt. Ein Weg also, wie du in Dubai zu einer Aufenthaltsbewilligung kommen kannst, ohne hier groß investieren zu müssen, ohne groß Immobilien kaufen zu müssen oder auch ohne eine Firma gründen zu müssen. Weiter vorteilhaft ist bei diesem Visum ebenfalls, dass du auch deine Familie mitbringen kannst. Das heißt, du kannst natürlich deinen Ehepartner mitbringen, deine Ehepartnerin und auch Kinder, die noch nicht verheiratet sind, egal wie alt sie sind. In vielen Fällen wird es auch möglich sein, Eltern mitzubringen. Wer also 55 Jahre alt ist oder älter und noch das Glück hat, seine Eltern zu haben, der darf diese ebenfalls dann mit in die Vereinigten Arabischen Emirate mit nach Dubai bringen. Demnach meiner Meinung nach also ein sehr flexibel und eigentlich recht einfaches Modell, um an ein attraktives Rentnervisum zu kommen. Nach 5 Jahren lässt sich das Ganze dann auch wieder einfach verlängern, unter der Annahme eben, dass die gleichen Bedingungen nach wie vor erfüllt sind wie bei der Antragstellung. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, generell Dubai als Plan B oder auch um dort zu wohnen, dann ist natürlich unser Seminar Ausland nach Dubai für dich auf jeden Fall interessant. Wenn es speziell um das Thema Ruhestand geht, dann auch unser Seminar Ruhestand im Ausland sehr zu empfehlen. Generell können wir dich natürlich bei allen Aspekten deines Vorhabens in Dubai betreuen. Aufenthaltstitel, Firmengründung, Kontoeröffnung. Meine Schwägerin Sabrina ist bei uns hier in-house für Dubai zuständig. Also wenn Dubai für dich ein Thema ist, dann kontaktiere am besten sie. Beratungsgespräch mit ihr kannst du über unsere Website buchen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. In diesem Sinne, egal ob Dubai oder ein anderes Land, wir helfen Mandanten seit 20 Jahren dabei, auszuwandern, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen und natürlich auch Aufenthaltstitel wie die wir hier gesprochen haben. Ich selbst habe Deutschland, habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.